Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um ein Thema, was sehr viele von euch früher oder später betreffen wird, dass Steuergeräte kaputt gehen. Vor allem bei so einem Fahrzeug, was über 10 Jahre alt ist und Steuergeräte wie zum Beispiel das ABS-Steuergerät, das Motorsteuergerät und viele andere. Das Problem ist, dass Steuergeräte in der heutigen Zeit oft nicht mehr lieferbar sind, weil die Hersteller natürlich nicht für alle Modelle, für alle Fahrzeuge Steuergeräte auf Lager haben können oder immer nachbestellen. Deswegen können natürlich aber leider auch die Hersteller oder die Niederlassungen gebrauchte Steuergeräte leider auch nicht anpassen, denn die wurden einmal beschrieben und das war's. Wir haben die Möglichkeit, das heißt, wenn ihr ein Problem mit dem Fahrzeug habt, haben wir die Möglichkeit, gebrauchte Steuergeräte anzupassen. Viele Steuergeräte können wir auch aus der Ferne anpassen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, hierher zu kommen. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows. Internet bekommt ihr vom Handy-Hotspot und dann können wir auf das Fahrzeug zugreifen und gebrauchte Steuergeräte anpassen. Wir Steuergeräte für die Beleuchtung, Steuergeräte fürs ABS, Airbag-Steuergeräte und viele andere mehr. Im Falle Motorsteuergerät ist es davon abhängig, was ihr für ein Fahrzeug habt. Bei manchen Fahrzeugen müsst ihr uns das Motorsteuergerät zuschicken, inklusive Wegfahrsperre und dem Schlüssel. Das Motorsteuergerät befindet sich auf der Beifahrerseite im Motorraum, die Wegfahrsperre befindet sich im Fahrerfußraum und den Schlüssel ist klar, wo der ist. Bei dem Motorsteuergerät gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, wie wir verfahren können. Entweder wir können für euch ein passendes Motorsteuergerät besorgen, was zu eurem Fahrzeug passt, wo wir auch die Garantie für das gebrauchte Steuergerät übernehmen und natürlich auch für die Anpassung. Natürlich ist das Steuergerät dann etwas teurer, als wenn ihr das selber kauft, weil wir kaufen das Steuergerät bei bekannten Händlerpartnern, wo wir sicher sind, dass wir unsere Arbeit, die wir tun, nicht umsonst tun, sondern dass das Steuergerät irgendwie kontrolliert wurde. Wenn ihr uns ein Steuergerät selber besorgt, dann ist das wichtig, dass wenn ihr zum Beispiel einen 120i habt, wie in dem Fall, dass ihr uns auch ein Steuergerät aus einem 120i besorgt, nicht aus einem 118i oder 116, sondern entsprechend halt mit dem gleichen Motor und auch mit dem gleichen Getriebe. Das heißt, wenn ihr einen Schalter habt, dann einen Schalter, wenn ihr Automatik habt, dann Automatik. Natürlich kann man das umprogrammieren, nur es ist halt extra Kosten. Wo gibt es überhaupt für Unterschiede zwischen Anpassung von Motorsteuergeräten und warum lasse ich mein Motorsteuergerät nicht einfach reparieren? Bei der Reparatur ist es einfach so, dass die Komponenten, mit denen die Steuergeräte repariert werden, kommen aus Fernost und leider halten die auch entsprechend lange. Zweites Problem ist, dass die Firmen, die die Steuergeräte reparieren, die haben, wenn man ehrlich ist und sich mit der Thematik so ein bisschen beschäftigt, keine Möglichkeit, so ein Steuergerät richtig zu prüfen. Die haben nicht irgendwie so ein Zimmer, wo die das Ding reinstöpseln und wissen, aha, das und das ist kaputt. Sondern das Prinzip ist so, ihr sagt, wo ihr ein Problem habt, zum Beispiel mein Injektor 5 funktioniert nicht, dann gucken die, aha, welche zum Beispiel Pins sind für den Injektor 5 zuständig, prüfen das Bauteil, was dafür verantwortlich ist oder tauschen das aus oder sagen, das Steuergerät ist heil, 150 oder 200 Euro bitte bezahlen und dann seid ihr genauso schlau wie vorher. Leider haben wir diese Erfahrung mehrmals gemacht und uns wurde ein defektes Steuergerät als heil attestiert und das leider mehrmals von verschiedenen Firmen und man hat unnötig weitergesucht. Deswegen ist es sinnvoller, gleich das Steuergerät zu tauschen, ein gebrauchtes zu nehmen. Bei den gebrauchten Steuergeräten gibt es verschiedene Sachen, das anzupassen. Es gibt zum Beispiel eine sehr einfache Möglichkeit, wenn das Steuergerät noch ansprechbar ist, dass man das Steuergerät klont. Denkt sich, das ist alles einfach und günstig. Aber wer günstig bezahlt, der zahlt leider meistens doppelt. Warum? Weil, wenn zum Beispiel ein Steuergerät ein Problem hat, dann weiß man nicht, ist das Steuergerät mechanisch kaputt, dass zum Beispiel ein Bauteil für einen Injektor kaputt ist, oder haben wir ein Problem zum Beispiel in dem Speicher, oder im Prozessor, der dafür sorgt, dass bestimmte Komponenten nicht aktiviert werden. Das weiß keiner. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Steuergerät, was 5 oder 10 Jahre alt ist, geklont wird, das heißt, der fehlerhafte Speicher wird gelesen, vielleicht manchmal auch nicht richtig gelesen und das in ein normalerweise gute Steuergerät übertragen, dann wird der Fehler auch gleich mitgeklont oder mitkopiert. Deswegen ist unsere Vorgehensweise einfach etwas anders. Wir passen nur die Wegfahrsperre und die Fahrgastnummer an des gebrauchten Steuergeräts. Das heißt, die Kennfelder des Motors, die Kennfelder, welche Leistung der Motor hat oder welches Getriebe der Motor hat, bleiben die gleichen. So kann man sicher gehen, dass man nicht den Fehler mitkopiert. Daher ist es auch sinnvoll, wenn ihr ein Steuergerät kauft mit dem gleichen Motor und gleichen Getriebe. Wenn ihr natürlich jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug oder ein Steuergerät nur findet für ein 118i zum Beispiel und ihr habt ein 820i oder ihr habt einen Schalter und das Steuergerät, was ihr habt,
ist eine Automatik zum Beispiel. Wir können das anpassen, auch ohne Klonen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die richtige Software auf das Steuergerät zu kaufen, aber das kostet extra. Deswegen, wenn ihr schon sucht, dann kann man lieber gleich das passende Steuergerät finden. Nur, dass ihr einfach versteht, worin Sachen sich halt unterscheiden und ja, worauf man halt achten soll. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten per E-Mail oder telefonisch. Wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die BMW fahren, teilt gerne das Video, damit ihr auch wissen, was es für Möglichkeiten heutzutage gibt, dass man nicht unbedingt immer zu BMW fahren muss und für neue Steuergerät 1500 € bezahlen. Kommentiert gerne unter dem Video, wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt oder Fragen habt und ja, abonniert unseren Kanal, damit ihr auf dem Laufenden seid, was es so für Sachen gibt, dass man da nichts verpasst. Teilt und liked das Video und wir sehen uns das nächste Mal.